In den letzten paar Jahren ist mit KI etwas absolut Verrücktes passiert. Man fragt sich doch, wie konnte künstliche Intelligenz auf einmal so gut darin werden, unsere Sprache zu verstehen und sogar selbst zu schreiben? Die Antwort ist nicht irgendwie eine langsame Entwicklung über Jahrzehnte. Nee, es war ein einziger Geistesblitz. Wir schreiben das Jahr 2017. Ein paar Forscher von Google veröffentlichen ein Paper mit dem Titel Attention is all you need. Was sie damals wohl kaum ahnten, sie hatten gerade die Blaupause für die gesamte moderne KI-Revolution geliefert. Und um zu verstehen, warum das so ein Hammer war, müssen wir uns erstmal das Problem ansehen, das sie damit gelöst haben. Okay, also spulen wir mal zurück, vor 2017. Da steckte die KI in einem echten Dilemma, einem richtigen Flaschenhals, wenn es um Sprache ging. Die damaligen Modelle, die sogenannten rekurrenten neuronalen Netze, kurz RNNs, die haben Sätze so gelesen wie wir. Schön brav ein Wort nach dem anderen, von links nach rechts. Klingt logisch, hatte aber einen gewaltigen Haken. Stellt euch mal vor, ihr müsst ein ganzes Buch durch ein winziges Guckloch lesen. Bis ihr am Ende von einem langen Satz ankommt, habt ihr doch schon fast wieder vergessen, wie er angefangen hat. Tja, und genau das war das Problem der KI. Bei längeren Texten ging der ganze Kontext flöten. Der Fachbegriff dafür ist die Unfähigkeit, Long-Range Dependencies zu verstehen. Und das war eine riesige Hürde. Das Ganze führte zu zwei massiven Problemen. Erstens, der Prozess war quälend langsam. Man konnte die Arbeit nicht aufteilen, weil ja jedes Wort vom vorigen abhing. Und zweitens, was noch schlimmer war, das Gedächtnis war furchtbar schlecht. Wichtige Infos vom Satzanfang einfach weg. Der Fortschritt in der KI steckte quasi in einer Sackgasse. Und dann kam diese absolut radikale Idee. Was wäre, wenn eine KI nicht mehr Wort für Wort lesen müsste? Was, wenn sie den ganzen Satz auf einmal anschauen und die wichtigsten Verbindungen einfach selbst finden könnte? Das hier ist der entscheidende Satz aus dem Paper. Die Autoren haben nicht einfach nur ein bisschen was verbessert, nein, sie haben die alte Methode komplett über Bord geworfen. Und sie haben sie durch etwas ersetzt, das sie Attention nannten. Oder genauer gesagt, Self-Attention. Und das ist der Knackpunkt. Statt Wort für Wort zu lesen, erlaubt Self-Attention dem Modell, den gesamten Satz auf einmal zu betrachten. Es kann jedes Wort mit jedem anderen Wort vergleichen und lernt so von selbst, welche Wörter für das Verständnis eines anderen Wortes wichtig sind, ganz egal, wie weit die im Satz auseinanderliegen. Schaut euch mal diesen Satz an. Für uns ist sofort klar, er bezieht sich auf den Ball. Logisch. Aber für eine Maschine war genau das bisher extrem schwierig. Self-Attention gibt der KI genau diese Superkraft. Das Modell lernt, die direkte Verbindung zwischen er und Ball zu sehen. Das ist die Magie dahinter. Kontext geht nicht mehr verloren, sondern wird gezielt gefunden. Diese geniale neue Idee wurde dann in eine ziemlich elegante Architektur verpackt, den Transformer. Schauen wir uns mal ganz kurz die wichtigsten Bauteile an. Im Grunde hat die Architektur zwei Hauptteile. Den Encoder, der den Input liest und versteht, und den Decoder, der dann den Output schreibt. Das Herzstück von beiden ist die sogenannte Multi-Head Attention. Stellt euch das wie ein Team von Spezialisten vor. Einer achtet auf die Grammatik, ein anderer auf die Bedeutung, der nächste auf den Kontext und das alles gleichzeitig. Und weil bei dieser ganzen Parallelverarbeitung die Wortreihenfolge verloren gehen würde, gibt's noch eine Art GPS, die Positional Encodings. Die sagen dem Modell, wo jedes Wort im Satz steht. Clever, oder? Das klingt in der Theorie ja alles super, aber die entscheidende Frage war natürlich: Hat das in der Praxis auch wirklich funktioniert? Konnte diese neue, schicke Architektur die alten, bewährten Modelle wirklich vom Thron stoßen? Die Forscher haben es in einer der härtesten Disziplinen überhaupt getestet, der maschinellen Übersetzung. Und die Ergebnisse waren nicht nur gut, es war ein absoluter Erdrutschsieg. Der Transformer hat bei der Übersetzung von Englisch nach Deutsch einen sogenannten BLU-Score von 28,4 erreicht. Das war über 2 Punkte besser als der bisherige Rekordhalter, der sogar aus mehreren Modellen bestand. Und Leute, in der Welt des Machine Learnings ist das ein Quantensprung. Aber jetzt kommt der zweite, vielleicht sogar noch wichtigere Sieg, die Geschwindigkeit. Dieser neue Rekord wurde in nur 3,5 Tagen auf 8 Grafikprozessoren erreicht. Das war ein Bruchteil der Zeit und der Kosten, die man für frühere Topmodelle gebraucht hat. Der Transformer war also nicht nur besser, sondern auch noch dramatisch effizienter im Training. Das war der Moment, in dem sich alles geändert hat. Die KI-Forschung hatte ihren Flaschenhals endlich durchbrochen.
Und dieser Durchbruch von 2017 ist eben nicht nur ein Stück Wissenschaftsgeschichte. Es ist die Grundlage für die KI, die wir alle heute jeden Tag benutzen. Wirklich, jedes Mal, wenn ihr einen Chatbot fragt, eine E-Mail vervollständigen lasst oder eine Übersetzung nutzt, habt ihr es mit dem Erbe dieses einen Papers zu tun. Und das bringt uns zu einer letzten, entscheidenden Frage. Wir alle kennen ChatGPT. Aber habt ihr euch mal gefragt, wofür eigentlich das T in GPT, also Generative Pre-trained Transformer, steht? Genau, Transformer. Die Architektur aus diesem einen Paper von 2017 ist der Motor, der die gesamte heutige KI-Revolution antreibt. Es ist die Technologie, die es den Modellen erlaubt hat, nicht nur besser, sondern exponentiell größer und leistungsfähiger zu werden. Indem sie dieses eine Problem, dieses sequentielle Lesen, gelöst haben, haben die Autoren von Attention is All You Need die Tür zu einer komplett neuen Welt der künstlichen Intelligenz aufgestoßen. Ein einziges Paper, eine im Grunde simple Idee, die buchstäblich alles verändert hat.